So, hallo Leute, in diesem Video will ich euch zeigen, wie ich mir diesen Sonnenschutz gebaut habe. Das ist ein Sonnenschutz mit Holzlamellen und diese Holzlamellen kann man seitlich durch einen Mechanismus öffnen und auch wieder schließen. Das Ganze war jetzt doch relativ aufwendig, ich habe mir deswegen einfacher vorgestellt, aber ich finde, es ist relativ schön geworden. Viel Spaß beim Zusehen. So, jetzt habe ich mir das Ganze mal hier auf die Werkbank gelegt, wie ich das machen will. Das schaut jetzt im Endeffekt so aus, dass ich hier zwei längere Rückwände habe und aus den Rückwänden, die haben jetzt eine Stärke von ca. 2,7 mm und aus diesem Material will ich mir dann die Lamellen bauen, damit man quasi die Helligkeit regulieren kann. Das werden insgesamt 16 Lamellen, die ich mir da rausschneiden werde pro Seite. Und der Rahmen, da nehme ich mir dann eine 15 mm Multiplexplatte und daraus werde ich dann den Rahmen bauen. Das wird quasi dann der Fensterrahmen, in denen dann die Lamellentüren reinkommen. So, dann quasi der Rahmen und mit zwei Segmente mit jeweils 16 Lamellen. Und seitlich kommt dann noch eine Stange hin, mit dem man dann den Winkel von diesen Lamellen verstellen kann. Und als Drehpunkt habe ich dann hier jetzt solche 10 mm Riffeldübel mit einer Gesamtlänge von 60 mm und die kommen dann jeweils rechts und links an diese Lamellen. Und da muss ich die dann noch aussparen, damit ich die verleimen kann an diesen Lamellen. Und jetzt werde ich erstmal anfangen mit dem Zuschnitt. So, jetzt bin ich soweit fertig mit dem Zuschnitt. Da habe ich mir die ganzen Rahmenleisten zugeschnitten und jetzt auf dem Bohrständer soweit positioniert. Was man jetzt hier vorne noch sieht, das sind jetzt die beiden Leisten, die quasi oben und unten vom Rahmen sind. Und jetzt habe ich mir auf dem Bohrständer die drei Leisten zusammengespannt. Das ist ja im Endeffekt die linke Seite, das Mittelteil und die rechte Seite. Und damit ich da jetzt keine Differenzen habe von den Bohrlöchern, habe ich mir die alle mit zwei Zwingen zusammengespannt und dann nochmal die Mitte mir aufgezeichnet, sowohl auch die 16 Bohrungen. Und diese Dübel, die quasi als Drehpunkt dienen, die sind jetzt 10 mm stark mal eine Länge von 60 mm. Und bohren will ich das dann mit einem 10,5er Bohrer, damit die auch ein wenig Spiel haben, weil recht stramm darf das Ganze nicht gehen, weil wenn man das sieht, also die sind recht dünn und wenn ich das jetzt festhalten tue, dann sieht man, das hat schon Flex, das Ganze. Also das ist ein bisschen instabil und dann muss auf jeden Fall die Bohrung groß genug sein. So, jetzt habe ich mir das Ganze mal aufgebaut und was ich jetzt vorhin noch gemacht habe ist, ich habe mir jetzt diese Dübel
Da habe ich mir so eine kleine Vorrichtung gebaut. Da steckt man dann die Dübel rein. Und dann habe ich an der Bandsäge mir den Parallelanschlag eingestellt. Und dann kann ich das quasi drehen. Und dann habe ich genau die Breite, die ich brauche. Da habe ich noch so ein Probestückchen von den Lamellen und das hält von selber. Also das geht ein bisschen stramm, aber das ist nicht schlecht. Kann ich die dann auf die Lamellen stecken. Und dann habe ich jetzt quasi hier eine Außenlamelle. Da ist quasi nur einmal eine Aussparung und in der mittleren, da brauche ich ja zwei. Da habe ich dann jeweils rechts und links die Aussparung reingefräst oder rausgesägt mit der Bandsäge. Und jetzt werde ich erstmal die ganzen einzelnen Lamellen jeweils die Dübel anleimen. So, jetzt bin ich ein Stück weiter gekommen. Ich habe ja im vorigen Schritt die ganzen Lamellen verleimt und als Leim habe ich so einen Fischleim verwendet und der dauert zwar etwas länger, bis er aushärtet, aber dann hat man noch etwas mehr Zeit, um diese einzelnen Lamellen zu korrigieren. Und dann habe ich das ja so gemacht, dass ich quasi zuerst die Mittelteile verbunden habe mit dem Mittelsteg und danach habe ich mir dann die seitlichen Leisten angeschraubt und dann nochmal den mittleren Steg etwas ausgemittelt, damit die Lamellen auch laufen. Falls irgendeine Lamelle dann zu stramm ist, habe ich nochmal so ein Schleifpapier dazwischen und habe das dann nochmal abgeschliffen, sodass die wirklich sauber und leichtgängig laufen. Aber als nächstes will ich jetzt hier diese Hebel hinmachen. Da kommen jetzt seitlich die Hebel. Und als Verstellung will ich so eine Aluschiene nehmen. Und diese Aluschiene kommt dann da vorne drauf und dann kann man alle synchron öffnen und schließen. So, jetzt bin ich wieder ein Stückchen weiter gekommen. Das war jetzt schon ein wenig aufwendiger, das Ganze, da ich mir jetzt seitlich diese Ausleger gebaut habe. Die sind so circa 5 cm lang. Und da habe ich jetzt jeweils noch eine 10er Bohrung reingemacht und damit man die auf diese Riffeldübel draufstecken kann. Was jetzt da wichtig ist, dass man da diese Auslegearme auf der Hinterseite von der Bohrung mit der Japansäge einen Schnitt Richtung Bohrung macht, damit man das quasi klemmen kann. Und wenn man da einen Schraubenzieher dann in diesen Schlitz so reinsteckt, dann kann man quasi die Bohrung aufweiten. Dann tut man sich leichter, wenn man jetzt den Winkel einstellen will, von dieser Lamelle zu dem Hebel. Und das mit dem Einstellen, das habe ich dann so gemacht. Da habe ich mir dann einen ganz normalen 90-Grad-Winkel genommen, habe diese Lamelle im 90-Grad-Winkel ausgerichtet und habe dann jeweils an der Unterkante von der Lamelle einen Strich gemacht für alle Lamellen. Dann habe ich mir eine Schmiege genommen und mit der Schmiege habe ich dann den Winkel immer jeweils eingestellt. Was jetzt noch fehlt, ist im Endeffekt eine Verbindungsstange, die die einzelnen Lamellen miteinander verbindet. So, jetzt habe ich nochmal das Ganze unterbrechen müssen, da ich mir das händisch angezeichnet habe, die einzelnen Positionen von dieser Aluschiene. Und dann habe ich es jetzt doch geändert und habe quasi die Aluschiene seitlich hingespannt und jeden Winkel einzeln mit einem 90-Grad-Winkel positioniert und dann rübergerissen auf die Aluschiene, damit ich die einzelnen Positionen habe. Da das nicht immer exakt derselbe Abstand ist, deswegen habe ich das quasi übertragen auf die Aluschiene und das gebohrt. Und jetzt ist quasi die Mechanik eigentlich soweit fertig. Jetzt kann ich mal kurz zeigen, wenn ich da an der Aluschiene nach oben und nach unten drücke,
dann verstellen sich die Lamellen. Und wenn man so durchschaut, ist es fast gleich durch die einzelnen Lamellen. Und dann kann man die quasi mehr als im 90-Grad-Winkel öffnen. Und da habe ich ein wenig Spiel gelassen von der Bohrung in der Aluschiene, dass das wirklich sich ein wenig ausgleichen kann, weil so passgenau ist das Ganze nicht. Aber dafür geht es trotzdem schön. Was jetzt noch fehlen würde, ist 2 so Bänder, mit denen ich dann diesen Lamellenkasten aufhängen kann. Das ist dann zum Einhängen ins Fenster gedacht. So, jetzt bin ich final fertig mit dem Holzlamellen-Sonnenschutz. Da habe ich mir jetzt nochmal solche Guttbänder dran geschraubt und oben nochmal eine Bohrung. Und auf der Oberseite sind dann jeweils 2 Holzschrauben und damit kann man dann das Ganze quasi einhängen. Und jetzt habe ich vorhin schon mal die Kamera eingestellt, damit es passt, wenn ich jetzt aufmache. Jetzt mache ich mal kurz auf. Das ist jetzt quasi der maximale Öffnungswinkel. Und so stehen sie jetzt waagerecht, die Lamellen. Und dann kann man das schön einstellen. Jetzt mache ich mal wieder zu. So ist es dann geschlossen. Also es lässt sich schon leicht bedienen, aber das bleibt in jeder Position stehen, wenn man es wieder loslässt. Auf jeden Fall ist es schon ein Unterschied im Vergleich zu diesem Sonnenschutz, den ich mir vorher mal gebaut habe. Das Video kann ich ja oben rechts mal verlinken. Das war ja ein Sonnenschutz mit diesem japanischen Sochi-Papier. Das ist halt zum Filmen auch nicht schlecht, das ist so ein diffuses Licht. Aber wenn es dann doch zu hell draußen scheint, dann ist das zu wenig von der Wirkung. Und deshalb habe ich mir das da ausgedacht mit den Holzlamellen, da man das dann noch regulieren kann. Und prinzipiell könnte man das auch kombinieren. Dann müsste ich mir da noch was bauen, dann kann man quasi das auch richtig steuern, die Helligkeit. Aber was ich jetzt abschließend noch so sagen will, also es ist schon aufwendig, also mal schnell eben kann man das nicht bauen. Das ist dauert schon ein bisschen. Der Rahmen an sich ist schnell zusammengeschraubt. Aber so, muss ich sagen, funktioniert.